Leute, es geht los. Wir fangen an mit dem Pinsel. Rohling liegt bereit. Wir brauchen für den Anfang Flexipen schwarz, einen Pinsel, ein Stück Kordel, das zeige ich euch nachher, wofür ihr das braucht, ein kleines Döschen mit Wasser und eine Dose, wo man das Flexipen reinmischen. Und noch einen Deckel am besten, damit das Zeug nicht eintrocknet. Ich nehme immer alte Autopackdosen oder ähnliches. Man kann nehmen, was man will, für den Pinsel selber. So, erstmal ein bisschen rein. Ich hoffe, das kann man gut sehen. So, dann nehmen wir ein bisschen Wasser mit dem Pinsel, ein paar Tropfen rein. Das macht das Ganze ein bisschen geschmeidiger, nicht so viel. Ab und zu kann man noch mal ein bisschen nach, aber zu viel muss man nicht. Ein bisschen umrühren, damit sich das Ganze ein bisschen verdünnt. Lässt sich dann wesentlich angenehmer pinseln wie unverdünnt. So, dann fangen wir irgendwo an. Am besten eine Spitze. Geht ziemlich schnell und auch gut. Wie gesagt, immer eine Unterlage. Grundsätzlich, man kleckert immer ein bisschen mit dem Zeug. Also aber geruchsmäßig sehr angenehm im Gegensatz zu Latex. Kein Ammoniak drin, ähnliche Eigenschaften, beziehungsweise einige sogar wesentlich besser. Kann ich nur weiterempfehlen. So. Ich hoffe, dass man das gut sieht. Ich pinsel dann immer so 3/4. Kommen auch mehrere Schichten drauf, aber das seht ihr nachher dann weiter im Video. Dauert dann immer ein bisschen, bis es halt trocken ist. Hängt halt immer ein bisschen von den Zimmertemperaturen ab und von der Luftfeuchtigkeit. Also im Sommer trocknen die Sachen grundsätzlich schneller wie im Winter. So, damit hätte man dann schon mal 3/4. Ich mache immer 3/4. Dann wird es aufgehangen am Griff oder halt an der Klinge. Und dann mache ich von der anderen Seite wieder 3/4. Aber das seht ihr ja gleich, wenn es weitergeht. Jetzt kommt das Stück Kordel zum Einsatz. Mache ich dann hier drum. Und dann hängt auf Seite zum Trocknen. So Leute, es geht weiter. Runde 2. Und zwar ist jetzt trocken. Machen wir die Kordel ab. Dose auf. Pinsel. Nach Gebrauch immer schön in Wasser. Dann kann man auch wieder benutzen. So. Und dann machen wir mal weiter. Das war ein bisschen flüssig, wie ihr seht, kleckert immer ein bisschen, noch ein bisschen zu viel Wasser dran. Am besten vielleicht immer so ein bisschen abtupfen irgendwo, aber das verstreicht sich. Wie gesagt, Unterlage, macht kein Problem, kann man nachher wegwerfen. Seht, geht ziemlich schnell. Machen wir heute so grob 3/4. Das ist dann quasi die erste Schicht, obwohl da wo doppelt schon ist, eigentlich schon die zweite. Geht dann ein bisschen schneller bei der Sache. So. Die erste Schicht muss auch nicht unbedingt direkt decken. So ab und zu hier so an einigen Stellen sieht man auch so ein bisschen, wie es durchkommt. Ist jetzt nicht schlimm. Legt sich, je mehr Schichten drauf sind. Das Ganze machen wir jetzt noch so zwischen 6 und 8 Mal. Man kann es auch weniger oder mehr machen, je nachdem. Aber so 6 bis 8 Mal reicht eigentlich, wenn man eine vernünftige Dicke halt haben will. Manche würden jetzt so wahrscheinlich nur 3 oder vielleicht 2 Schichten machen. Finde ich eher gesagt, das hält dann wahrscheinlich eher nicht so lange. So, Pinsel wieder ins Wasser, dann hängen wir das Ganze wieder auf. Wie gesagt, das machen wir jetzt noch 6 bis 8 Mal. Und dann sehen wir uns wieder.
mal langsam an, das Ganze zu gestalten. Und zwar, so ein Pinsel wieder ein bisschen trocken. Das Zeitungspapier, das nicht so nass ist. Also auf Seite legen. Wir wollen den Griff, also auf jeden Fall dieses Stück, wollen wir in Holzoptik machen. Wenn man das so lässt und nur im Braun ein bisschen andere Farbe noch, also verschiedene Brauntöne, sieht das ein bisschen langweilig aus. Deshalb wollen wir dem Ganzen mal ein bisschen Struktur geben. Dafür nehmen wir einen alten Kamm. Ganz einfachen, muss nicht großartig sein, den habe ich auch schon oft benutzt. Kann man auch immer wieder sauber machen, wenn die Farbe trocken ist. Jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Wir machen dann erstmal ein bisschen Farbe drauf. So. Natürlich nur da, wo ihr es halt auch hinhaben wollt. Griff. Ja, komm, wir machen den Knauf direkt noch mit. Der Schicht kann nicht schaden. So, dann haben wir das Ganze über eine Schicht drauf gepinselt. Dann nehmen wir den Kamm. Je nachdem, wie grob die Struktur, nimmt man halt die größeren Zinken oder die kleineren. Und dann geht man damit dann drüber. So. Das Licht kann man das nicht so gut sehen. So, machen die auch nicht so groß. Zu grob soll es jetzt auch nicht wirken, einfach nur so ein bisschen. Nachher halt so ein bisschen Vertiefungen hat, in denen die dunklere Farbe dann reingeht, um dem Ganzen ein bisschen Kontur zu geben. Weil ohne sieht es dann doch ein bisschen glatt aus, sage ich mal. So. Aber das ist ein bisschen Übungssache und Geschmackssache, je nachdem wie es den Leuten gefällt, wie man es halt macht. So, ich hoffe, das kann man so ein bisschen sehen. Naja, spätestens wenn das Ding fertig ist, können wir ja sehen, wie das aussieht. Na? So, dann sehen wir uns wieder, wenn es trocken ist. Jetzt geht's weiter, Leute. Wir fangen jetzt an, ganz ein wenig zu verzieren. Dafür gehen wir jetzt erstmal hin. Und jetzt hier die Stelle. Noch mal ein wenig Farbe drauf. Nicht zu viel. Deshalb hatte ich hier die Stelle auch freigelassen. Jetzt muss man mal gucken. Ja, das könnte ein bisschen zu dünn sein. Das sind jetzt einfache Abgüsse, die ich von irgendwelchen Sachen gemacht habe. Das ist halt jedem nach Geschmack. Das Ganze extra ein bisschen länger gemacht. Gehe dann einmal drumherum. Das wird nur so ein bisschen Farbe, damit das vernünftig pappt. Mit der Schere hin, schneiden ein Stück ab. Die Länge, die wir brauchen. So. Wie ihr seht, macht schon mal mehr her, wie vorher ohne. Ich schneide die Stücke einfach noch ein bisschen ab. Schere geht das eigentlich ganz gut. So. Ja. Gucken, dass er möglichst die Kante schön so kriegt, dass sie bündig ist. Den Rest, kleine Kanten dann noch sind, ist nicht schlimm. Das kann man dann nachher ein bisschen kaschieren mit der Farbe. Das zeige ich euch gleich. So. Ja. So sieht das schon mal aus. Ich das klein bisschen auftragen der Farbe, relativ dünn. Ist das Ganze sich dann am Verbinden. So,
Und dadurch, dass wir das Ganze hier mit dem Pinsel gemacht haben, sieht man hier so ein wenig die Riefen. Das wollen wir nicht unbedingt. Den Pinsel schmeißen wir wieder ins Wasser. Das ist ein Modellierwerkzeug für normalerweise Modellsachen zu machen. Wichtigste an der Sache ist eigentlich, dass er eine glatte Oberfläche hat. Ich benutze je nachdem auch Aluminium. Habe das Ganze ein bisschen gebogen. Ja, kann man hoffentlich auch gut sehen. Aber ich nehme jetzt das hier vor. Gehe dahin. Mit ein bisschen Farbe. Und verteilt das gleichmäßig. So, dass ihr seht, dass das halt deckt. Das macht er dann bis zu den Kanten, damit sich das Ganze dann miteinander verbindet. Noch dahinter so ein klein wenig, dass die Übergänge ein bisschen besser sind. Nicht zu dick an den Stellen wegen der Holzoptik. So, ein bisschen so mit in die Kanten rein hier. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Dann hier auch. Verschwinden nachher auch die Klebekanten, sage ich jetzt mal. So. Das macht er dann quasi mit der ganzen Klinge. Geht relativ schnell bei so einer kleinen. Damit habt ihr dann nachher halt eine glattere Oberfläche, als wenn er einfach nur mit Pinsel macht. Dadurch, dass ich halt nicht airbrushe, musste ich mir ein bisschen was einfallen lassen, um auch eine weitgehend glatte Oberfläche hinzukriegen. Vor allen Dingen, was ihr dann später seht, kann man damit auch ganz interessante Effekte erzielen, was dann die Bemalung angeht. Das hängt halt von ab, ob ihr jetzt nur mit Flexipaint oder dann noch ein bisschen Akzente setzen wollt mit Acrylfarbe. Aber dazu dann gleich mehr, wenn das Ganze dann gleich trocken ist. Fangen wir dann an mit der Bemalung. Dass das Ganze auch so ein bisschen nach Metall aussieht und nach Holz. So, das ist jetzt schon so gut wie fertig. Noch ein paar Stellen. Wie ihr seht, geht das relativ schnell. Im Endeffekt verteilt er eigentlich nur die Farbe. Ist das eigentlich nicht so dick drauf. Also ja quasi nur die Rillen füllen, wo er quasi gepinselt hat, damit man die Pinselstriche quasi nicht mehr so sieht. So, fängt schon an den Stellen, wo dünner ist, an zu trocknen. Das geht auch dann relativ schnell. So sieht das Ganze dann aus. Und das müssen wir dann halt wieder trocknen lassen. Mit dem Teil, das lasst ihr einfach trocknen. Und dann könnt ihr das ganz normal runterfrickeln. Geht eigentlich ganz schnell und könnt es danach dann direkt wieder benutzen. So, dann hängen wir das Ganze mal wieder auf Seite zum Trocknen und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn wir anfangen mit der richtigen Farbgebung. So Leute, dann fangen wir mal an, das Ganze in Farbe zu bringen. Ja, sieht gut aus, alles trocken. Wie gesagt, geht ziemlich schnell. Die Kohle ab. So, wir fangen jetzt erstmal mit der Klinge an. Wir nehmen dazu Flexipaint Gunmetal. Kann man auch mit einer anderen Farbe anfangen, aber ihr gleich sehen werdet. Seht ihr, dass ich den Deckel kaum aufkriege. So, wird ein wenig angetrocknet. Habe das Ganze schon ein bisschen benutzt. So, schauen wir mal. Wir machen einfach mal einen kleinen Klecks rein. Muss nicht viel sein. So, jetzt zu. Dann nehmen wir, das ist ganz normaler Matratzenschaumstoff, den es auch in Gelb oder anderen Farben gibt, ganz normal aus dem Baumarkt. Gehen hin, schneiden uns da draus ein kleines Schwämmchen. Ein bisschen schmaler. Das hier kann man dann gleich für die andere Farbe gebrauchen. So, dann geht ihr hin. Sucht euch eine von den Seiten, am besten natürlich etwas, wo die scharfe Kante was taucht. Ich sage jetzt mal die hier. Dann geht er hin, tupft ein bisschen ab, damit es nicht zu dick ist. Dann fangt er an, das Ganze erstmal nicht so ganz flächendeckend drauf zu tupfen. Ich hoffe, das kann man gut erkennen.
gesagt, muss nicht so ganz flächendeckend sein, weil das quasi ein bisschen dunkler noch wirkt, weil das Schwarz durchkommt. So. Schauen wir mal. Ja. Sieht schon ganz gut aus. So, wie ihr seht, das ist schon mal das Metall. Das müssen wir jetzt ein bisschen trocknen lassen, um das Ganze ein bisschen schneller zu machen. Gehen wir direkt hin, nehmen wir Gold, ist auch wieder Flexipaint, allerdings noch die andere Farbmischung. Gibt es ja mittlerweile die neuen Flaschen, die schmaler sind. Gehen wir wieder hin, oh ne, brauchen wir nicht, machen wir anders. Nehmen wir diesen kleinen. Ja. Nehmen wir da ein Stück von dem Pinsel, drücken mal kurz rein, ein bisschen drüber, kann schon ein bisschen zu viel des Juten sein, gucken wir mal kurz, ansonsten schon mal ein bisschen auf die Zeitung und dann gehen wir schon zum Knauf. So, den wollen wir im Gold machen, dass er sich ein bisschen vom Rest abhebt. Hätte natürlich jetzt auch schon erstmal mit Holz machen können, aber ich gehe jetzt erstmal das hier an, weil das eine ziemlich kleine Fläche ist. Die trocknet halt schneller und das Holz machen wir dann im Nachhinein noch. Das ist kein Problem, kann jeder so in der Reihenfolge machen, wie er gerade lustig ist. Bisschen nicht wild, man muss ja sowieso alles davon machen. Da machen wir ein bisschen dicker drauf. So. Wir hätten jetzt auch quasi wieder mit der glatten Sache machen können, aber das ist halt jedem überlassen. Ich mache es jetzt einfach mal mit dem Schwamm, damit er dann quasi ein bisschen schneller trocknet. Dann seht ihr das Ergebnis ein klein wenig schneller. So, dann machen wir dazu. Die Farbe brauchen wir gleich noch. So, dann haben wir jetzt erstmal die zwei Farben. Das Ganze lassen wir jetzt trocknen und als nächstes fangen wir dann an mit der Holzoptik, obwohl wir könnten eigentlich noch, das machen wir auch, da müssen wir allerdings ein bisschen vorsichtig sein. Wir machen schon mal das, ich sage jetzt mal Parier, deshalb halt auch der etwas dünnere Schwamm. Ja. So. Ganz dünn drüber. Na, das machen wir damit. So, ja, so gut aussehen. So, hier auch noch mal ein bisschen. So. Da braucht das eigentlich nur so ganz dünn drauf zu tupfen. Soll nachher nicht so ganz so extrem blinken. Das Schwarz noch ein bisschen doch von den Abguss durchkommt quasi, dass der hier die vertiefen, damit man die Konturen halt besser sehen kann. Ich hoffe, das kann man so gut erkennen. So, und jetzt hängen wir das Ganze wieder auf und lassen das wieder ein bisschen trocknen, damit wir dann quasi das Holz noch machen können. Und dann nachher noch so ein paar Akzente setzen, aber das zeige ich euch dann jetzt gleich. So Leute, dann schauen wir mal, ob das Ganze trocken ist. So, ab. So sieht es gerade aus. Könnte man noch ein bisschen glänzender machen. Mal schauen, machen wir gleich vielleicht auch. Das Gold sieht noch ein bisschen matt aus. So, dann fangen wir jetzt erstmal mit der Holzmaserung an. Nehmen uns irgendwie ein kleines Behältnis. Das sind immer so Deckel bzw. Boden von irgendwelchen alten Latexflaschen, die ich abgeschnitten habe. So ein bisschen recyceln. So, dann nehmen wir Flexi. Ja.
So Leute, das ist der Nachteil an den großen Flaschen. Die Deckel, die sollte man nicht zu fest machen, sonst kriegt man sie kaum noch auf. So, dann geht er hin. Ein bisschen, also wirklich nicht viel. Gibt's rein. Wie gesagt, nicht viel. Da können wir wieder hingehen. Die Schwämme hier benutzen zum Wegmachen, damit man nicht so viel Zeug am Rand hat. So. Machen wir das Ganze zu, diesmal nicht so fest, dann kriegen wir da wieder auf. So, dann gehen wir hin, ganz normale Abtönfarbe in Braun. Ich fange meistens immer mit einem dunklen Ton an, andere fangen mit Hänger mit einem hellen Ton an. So, einfach nur so ein bisschen an die Spitze, muss nicht viel sein. Das Ganze dann mit dem transparenten Flexipaint anpinseln, beziehungsweise verwursteln. So. Sieht schon mal gut aus. So. Dann hier. Jetzt wieder kleine Schwämmchen. Ich will das schon vorbereiten können, aber egal. Wollte ich auch sehen, wie das funktioniert. Wieder einen kleinen Schwamm. Nicht ganz so groß. So. Das legen wir mal ein bisschen auf Seite. Ja, da. So, wieder hin. Bisschen braun dran. Sucht euch vorher natürlich wieder eine scharfe Kante. Das habe ich im Vorfeld schon gesehen, weil die Kanten so ziemlich alle scharf sind. Das ist dann quasi, damit er hier so den Übergang besser hinkriegt. So. Das kann man gut sehen. Bisschen kann man dann schwarz hier lassen, damit das so ein bisschen aussieht, als wenn das Schatten wirft durch die Vertiefung. Und dann immer so ein bisschen bürstende Bewegung in eine Richtung. Nicht zu viel drauf machen. So. Wie gesagt, hier so an den Stellen ein bisschen vorsichtiger mit der scharfen Kante halt vom Schwamm, damit das ein bisschen genauer wird. Und nachher die Farbe dann irgendwo drauf habt. Ihr seht, geht schon ganz gut. Wir fangen auf der anderen Seite auch an, selber. Könnte ein bisschen viel gewesen sein. Braucht man nicht allzu dick zu machen. Trocknet sehr schnell dann. Das heißt schnell. Ich sage jetzt mal im Verhältnis zu den dickeren Farbtragen von dem Schwarz vorher dann doch ein bisschen schneller. Ne? Ihr müsst halt auch nicht zu dick machen. Hängt halt davon ab, wie stark der Braunton durchkommen soll oder stärker durchkommen. Macht das halt dicker drauf. Dann habt ihr halt relativ schnell einen dunkleren Farbton im Braun. Wenn ihr das noch ein bisschen noch dunkler haben wollt, macht das nicht ganz flächendeckend. Dann habt ihr noch das Schwarz, dann wirkt das Holz noch ein bisschen dunkler. Aber das kann man ja dann später dann auffällen durch andere Farben. Manche gehen halt hin und fangen erstmal mit dem Hellen an. Ich fange mit dem Dunklen an. So. Gucken wir mal. Muss auch nicht überall gleich sein, von der Deckkraft her. Holz ist ja auch nicht überall gleich. So, so sieht das Ganze jetzt erstmal nicht trocken aus. Kann man theoretisch jetzt schon hingehen. Eigentlich besser erstmal ein bisschen trocknen lassen. Aber ich gucke mal, ob wir das jetzt schon hinkriegen. Jetzt hängt es halt vom eigenen Geschmack ab. Man kann dann halt verschiedene Brauntöne mit einmischen. Machen wir mal verschiedene Brauntöne.
brauchen wir nicht. Der ist schon trocken. Wieder hin. Dann wieder ein bisschen transparent. Wieder irgendwo in die Ecke rein. Dann so ein bisschen. Muss nicht viel sein. Den einen Schwamm, den ihr vorhin schon genommen habt, vom Rand halt abzumachen. So. Und dann nimmt er die nächste Farbe. So. Das Ganze ist ja etwas dunkel. Wenn es jetzt mal trocken ist, dann nehmen wir wieder einen anderen Pinsel. So. Jetzt ein bisschen hellerer Braunton. Das Ganze, wenn es dann nachher zu hell wird, kann man dann halt durch ganz verdünntes Schwarz halt wieder was verdunkeln. Oder halt auch dann heller machen durch halt ein helles Braun. So. Schauen wir mal. Wir nehmen jetzt einfach die andere Seite von dem Schwamm, den wir für das Silberfüllen genommen haben. So. Da legen wir auf Seite. Gehen wir wieder hin. Wirklich nur so ein bisschen. Kann man auch auf der Zeitung tupfen, wenn es sein sollte. So. Nimmt man dann Trockenbürsten. Gut, der Braun ist noch nicht so ganz trocken. Aber zu Demonstrationszwecken sollte das eigentlich reichen. Wieder halt so ein bisschen drüber. Also muss nicht decken. Wie gesagt, normalerweise warten, bis es trocken ist. Ich versuche es jetzt mal alles in einem Arbeitsgang. Vielleicht gibt es ja einen neuen schönen Effekt. Muss man halt ein bisschen rumprobieren, was einem gefällt. Das ist einem selber überlassen. Die einen mögen halt helleres Holz, andere dunklere. Ich bin meistens so für dunklere, aber das ist halt Geschmackssache. So. Wie ihr seht, geht ganz gut. So. Ich hoffe, das ist gut zu sehen. Wie gesagt, nur so ein ganz klein bisschen, dass der Schwamm relativ trocken ist. Und das Ganze so ein bisschen bürsten, so ganz, ganz leicht. Also quasi nur die Oberfläche. So, ich hoffe mal, dass man das so halbwegs erkennen kann. Das Ganze lassen wir dann wieder trocknen. Und dann fangen wir dann an und setzen noch ein paar Akzente mit Acrylfarbe. Also ein bisschen Gold und hier an der Klinge noch ein bisschen. Deshalb habe ich es halt ein bisschen dunkler gelassen, damit man halt noch ein paar Akzente, dass das ein bisschen metallischer aussieht. Aber das seht ihr dann gleich, wenn das Ganze getrocknet ist. Also bis später. So Leute, dann schauen wir mal, wie es aussieht. Ja. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Sieht gut aus. Scheint auch schon trocken zu sein. So, jetzt fangen wir erstmal an und machen das Ganze ein bisschen goldener. Das wirkt irgendwie noch ziemlich matt. So, gehen wir hin. Mal so ein bisschen Farbe. Wirklich nur so einen kleinen Klecks. Oder Acrylfarbe, diesmal aus der Tube. Nehmen wir ein bisschen vom Schwamm. Dann ein bisschen tupfen. Und gehen dann ganz dünn drüber. So, das gleiche machen wir auch noch an der anderen links. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Am besten dann so mit der Kante hier. So. Sieht das Ganze schon besser aus, denke ich mal. So. Kann man jetzt schon wesentlich besser kennen, denke ich. So. So. Das Ganze tun wir jetzt erstmal noch ein bisschen drauf.
nichts dran. So, jetzt wollen wir aber die Schneide noch ein bisschen, dass das ein bisschen schön aussieht. Dafür nehme ich vom Flexipaint ein bisschen Silber. So. Rein. Ja. Brauchen wir nicht so viel. Die Fläche ist nicht gerade so groß, die wir pinseln müssen. Nehmen wir wieder einen glatten Gegenstand. Mittlerweile ist auch die schwarze Farbe trocken. Wie ihr sehen könnt, fuggel ich hier alles rein. Jetzt hätte ich fast ausgekippt. Naja, gut. So. Macht er das einfach ein bisschen runter. So. Dann geht er hin. Tragt das hier so ein bisschen auf. Muss nicht so ganz flächendeckend sein, dass das quasi, oder wo die Schneide ist, einen helleren Glanz hat. Dass das so ein bisschen aussieht, als wenn es halt geschliffen worden wäre. So. Wie gesagt, muss nicht ganz flächendeckend, auch nicht so richtig dick. Dass so ein bisschen auch noch das Dunklere auch wieder ein bisschen durchkommt. Das macht das Ganze ein bisschen schöner. So, das ist die eine Seite. Jetzt machen wir noch die andere. So. Kann man prinzipiell auch mit der ganzen Klinge machen, aber so sieht es halt ein bisschen schärfer aus an der Klinge selber. So, das ist so jetzt. Das lassen wir dann trocknen. Die Acrylfarbe, die ich jetzt für Gold genommen habe, die ist sehr schnell trocken. Deshalb machen wir jetzt auch schon direkt wieder einen Schritt weiter. Die Klinge kommt ja erstmal nichts so dran. Dann nehmen wir uns noch was anderes. So. Ja. Auf Seite. Dann nehmen wir uns wieder einen von den anderen Schwämmen, die wir vorhin benutzt haben. Hier die Seite schon trocken. Dann nehmen wir die Seite. Dann nehmen wir uns Acrylfarbe in Silber. Nehmen wir uns wieder einen von den Pinseln. Dann nehmen wir den von den Stielen. Lassen wir so ein bisschen rühren. Ich hoffe, das kann man sehen. Muss nicht viel sein. Kann man ruhig ein bisschen abstreichen. So. Dann gehen wir hin. Das Umrührding ein bisschen drauf. Muss nicht allzu viel sein. Ja, doch ein bisschen mehr kann man schon machen. Aber wir tupfen das gleich noch ab. So. Dann haben wir auch schon das Ding fast wieder sauber. Legen auf Seite. Und dann gehen wir noch ein bisschen so, damit es nicht zu dick ist, oder abtupfen. So, dann schauen wir mal. Dann gehen wir jetzt so ein klein wenig, so ganz sachte über die Oberfläche. Wie gesagt, kann man auch erstmal warten, bis alles trocken ist. Jetzt verschmiert man das. Damit kann man dann hier auch so an den Kanten so ein bisschen Akzente, dass das alles ein bisschen aussieht, als wenn es halt was schärfer ist. Und kommt ein bisschen Metallglanz mit rein. Aber wie gesagt, nur so ganz bisschen, ganz sachte, nicht so viel Farbe drauf. Und dann so ganz leicht immer so in eine Richtung so ein bisschen drüber schleifen lassen. Ganz wie beim Trockenbürsten. Naja, das ist ja eigentlich auch Trockenbürsten. Wie ihr seht, dadurch, dass man ja noch vorhin bei dem Schwarz halt nochmal mit so einer dünnen Schicht über die Pinselstriche hat man dann hier auch so ein bisschen, naja, so Unebenheiten drin, sage ich mal, die dann bei dem Metall dann ganz gut rauskommen, wenn man halt noch so ein bisschen drüber geht. Wie hier so an den Stellen. Ich hoffe, das kann man so in der Kamera gut sehen. Jo. Und dann lassen wir das Ganze erstmal noch ein bisschen wieder trocknen. Und dann fangen wir gleich schon an mit dem Topcoat. So. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Ja. So. Hängen das Ganze jetzt wieder weg. Und dann sehen wir uns dann gleich, wenn es trocken ist. So Leute. Dann schauen wir mal. Das Ganze trocken ist. Ja, sieht gut aus. So. Seite. So, dann brauchen wir den
Topcoat, auch wieder vom FlexiPaint. Den matten gibt es auch in glänzend. Muss aber ehrlich sagen, der matte gefällt mir irgendwie besser. So, dann gehen wir hin. Suchen uns noch irgendwie das Behältnis. Machen wir das hier. Ein bisschen schütteln. Nicht viel. So, dann gehen wir hin. Ein bisschen rein. Eigentlich dasselbe wie beim Pinseln von der Farbe. Ein Pinsel. Tragen das Ganze großzügig auf. Wo ihr euch auch keine Sorgen machen müsst, ist, dass das Ganze so ab und zu so ein bisschen an einigen Stellen so Bläschen macht. Also keine Panik. Das geht beim Trocknen von selber weg. Muss man nichts machen. Ich zeige euch gleich mal. Vielleicht kann man das ja auch auf der Kamera gut sehen. Wenn ich hier mal durch bin, zeige ich euch das Ganze mal. So. Kann man dann auch je nachdem mehrere Schichten drauf machen. Ich mache jetzt mal nur eine. Je nachdem 2 bis 3 kann man machen. Muss man nicht. Habe jetzt auch den Griff in Holzoptik relativ dunkel gehalten. Hätte ich jetzt noch ein bisschen heller machen können. Aber das, wie gesagt, ist Geschmackssache. Kann man, muss man nicht. Nimmt halt einen helleren Braunton. So. Dann lasst ihr das Ganze ungefähr, also bei Raumtemperatur, wenn es nicht so dick aufgetragen ist, so circa 2 Stunden trocknen. Und dann macht er dann quasi den Rest vom Griff. So, so sieht das aus. Vielleicht kann man hier so ein bisschen hier an den Stellen, seht ihr, so diese kleinen Bläschen sehen. Ja, so, wie gesagt, ist kein Problem, geht beim Trocknen von selber weg. So, dann hängen wir das Ganze auf und wenn wir das dann soweit trocken haben, machen wir noch den Rest vom Griff und dann melde ich mich wieder. Bis später. So Leute, der Endspurt. Ja. Ist trocken. Dann machen wir noch die zweite Hälfte. Und dann sind wir quasi schon durch. Ein bisschen rein. So wie vorne. Ja. Großzügig auftragen. Nicht zu dick, dass es nicht läuft, aber schon eine vernünftige Dicke. So. Noch so als kleiner Tipp von mir, wenn ihr den Pinsel nicht mehr braucht, nimmt fließend Wasser, also generell sauberes Wasser, irgendwie in einem Glas oder irgendeinem anderen Behältnis und stellt den Pinsel dann da rein. Dann könnt ihr den Pinsel für das nächste Mal Topcoat wieder benutzen. Der wird zwar dann so ein bisschen, die Borsten werden ein bisschen härter, aber das ist nicht schlimm, das klappt trotzdem beim Pinseln recht gut. So, das war jetzt schon quasi. Lassen wir wieder trocknen. Und dann sehen wir uns, wenn das Ding gleich fertig ist. Mal schauen. Bis gleich. So Leute, dann gucken wir mal, ob das Ganze was geworden ist. So. Sieht gut aus. Was haltet ihr davon? Ich denke mal, das ist gar nicht mal so schlecht geworden. Kann man natürlich noch ein bisschen farblich verfeinern, aber das sind so grob die Grundlagen für ein normales Messer halt zu bauen. Ist jetzt nichts Besonderes, gibt natürlich ausgefalleneres, aber so als normales Messer sollte eigentlich erstmal reichen. Kann man auch schlanker machen, wenn man halt weniger dicke, also statt 3, 2 genommen hätte und das Ganze halt ein bisschen realer aussehen lässt. Aber das war jetzt erstmal so gedacht, damit ihr mal seht, wie sowas funktioniert. So, dann hoffe ich euch, dass das Video euch gefallen hat. Solltet ihr irgendwelche Vorschläge haben, was ihr gerne sehen möchtet, was ich bauen könnte oder wozu ihr Tipps oder ähnliches sehen möchtet, schreibt das gerne unter einen Kommentar zu dem Video. Wir sehen uns.